Stellt euch vor, Investierende fragen euch nach der Entwicklung eures EBITs sowie nach den BWAs der letzten 12 Monate. EBIT? BW what? Check it out. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video sprechen wir über Umsatz und euer Betriebsergebnis. Diese Begriffe habt ihr bestimmt schon gehört. Aber wie werden sie nochmal genau ermittelt? Was bedeuten sie und wie unterscheiden sie sich? Ob Umsatz, Gross Profit, EBIT oder Net Profit? Zunächst einmal beziehen sich alle diese Kenngrößen immer auf eine bestimmte Zeitperiode, nämlich zum Beispiel auf einen Monat, ein Quartal oder ein Jahr. Bei einer guten, das heißt sorgfältigen und zeitnahen Buchführung lassen sich diese Zahlen aus den von der Buchhaltung bereitgestellten Berichten einfach ablesen. Hier ist insbesondere die BWA, die betriebswirtschaftliche Auswertung, zu nennen. Diese wird normalerweise monatlich bereitgestellt. Für die folgenden Erklärungen beziehen wir uns auf eine beispielhafte BWA, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Auf geht's! Umsatzerlöse. Umsatzerlöse sind eine buchhalterische Kennzahl, die misst, wie viel Einnahmen aus dem Verkauf von euren Dienstleistungen oder Produkten erzielt werden. Umsatzerlöse findet ihr ganz oben in der BWA. Die Begriffe Umsatz und Erlöse werden hier synonym verwendet. Dabei ist zu beachten, dass Umsatzerlöse immer ohne Umsatzsteuer ausgewiesen werden und auch geplant. Die Umsatzsteuer bleibt zwar für einige Zeit auf eurem Bankkonto, muss aber früher oder später an das Finanzamt abgeführt werden. Also bitte nicht ausgeben. Es ist wichtig zu verstehen, dass Umsätze bereits gebucht werden, wenn die Leistung erbracht wurde und eine Rechnung gestellt wird. Je nach Zahlungsziel eurer Kundschaft kann also ein Umsatz entstehen und in der BWA auch ausgewiesen werden, bevor das Geld auf eurem Bankkonto tatsächlich auch angekommen ist. Profit, Ertrag oder Ergebnis. Euer Ergebnis entspricht euren Umsätzen minus eurer Kosten. Wenn ihr profitabel arbeitet, bedeutet das nichts anderes, als dass ihr mehr Geld einnehmt, als es kostet, eure Leistung bereitzustellen. Dabei kann das Ergebnis noch weiter aufgegliedert werden. Betrieblicher Rohertrag oder auch Gross Profit. Der betriebliche Rohertrag entspricht Umsatzerlösen minus Material- und Wareneinsatz plus sonstige betriebliche Erlöse. Beim Material- und Wareneinsatz werden ausschließlich Kosten berücksichtigt, die direkt mit der Bereitstellung eurer Leistungen in Verbindung stehen. Das sind zum Beispiel Rohstoffe, Serverkosten oder auch Inventar. Sonstige betriebliche Erlöse stammen nicht aus dem täglichen operativen Geschäft. Das sind zum Beispiel Gewinne aus Veräußerungen von Anlagevermögen wie Maschinen, Computer und so weiter. Das Betriebsergebnis. Euer Betriebsergebnis entspricht dem Ergebnis vor Steuern und Zinsen. Oftmals wird es auch als EBIT bezeichnet. Das ist Englisch und steht als Abkürzung für Earnings Before Interest and Taxes. Den EBIT errechnet man, indem man die betrieblichen Kosten vom betrieblichen Rohertrag abzieht. Diese Kosten, oft auch operative Kosten genannt, beinhalten alle Kosten, die bei euch im Betrieb regelmäßig anfallen. Dazu gehören zum Beispiel Gehälter, Mieten, Versicherungen, Softwarelizenzen und so weiter. Insbesondere Gehälter und Löhne fallen hier stark ins Gewicht. Das neutrale Ergebnis. Das neutrale Ergebnis beinhaltet betriebsfremde, periodenfremde sowie außerordentliche Erträge und Aufwendungen. Dazu zählen unter anderem eure Zinsen, Spenden sowie Steuernachzahlungen und Gutschriften. Ergebnis vor Steuern oder auch EBT, Earnings Before Taxes. Um euer EBT auszurechnen, zieht ihr ganz einfach das neutrale Ergebnis von eurem EBIT ab. Vorläufiges Ergebnis oder auch Net Profit. Um euer vorläufiges Ergebnis zu berechnen, zieht ihr einfach noch die zu zahlenden Steuern von eurem EBT ab. Soweit unser kleiner Ausflug ins Rechnungswesen. Schaut euch am besten eure eigenen BWAs der letzten Monate gemeinsam mit eurer Buchhaltung oder Steuerberatung an. Hierbei lassen sich dann Detail- und Verständnisfragen klären. Viel Spaß dabei!